Hallo liebe Lego-Fans, wir melden uns heute aus dem Untergrund und zwar mit der Lego Hidden Side U-Bahn-Station, der Set Nummer 70 430. Ganz fantastisch. Wir haben uns gedacht, da das letzte Hidden Side Video bei euch so beliebt war und ihr anscheinend noch mehr Hidden Side sehen wollt. Ja, und wir Hidden Side sehen wollten. Wir natürlich auch Hidden Side sehen wollten. Wir sind ja auch große Hidden Side Fans, haben wir uns gedacht, wir bauen dieses kleine, aber feine Set mal zusammen auf und zeigen euch, was wir davon halten. Es ist ein Set mit ungefähr 30 € unverbindliche Preisempfehlung. Wir haben es um 23 bekommen. Das Set hat 348 Teile, also eigentlich gar nicht so schlecht. Und insgesamt 3 Minifiguren, die euch Rita jetzt gleich mal präsentieren wird. Wir starten, wie auch beim letzten Hidden Side Set, wieder mit der Figur, die sich verzaubern lässt. Also mit der Figur, die in Schwierigkeiten steckt. Ja, und genau. die Hilfe von unserem Geheimagenten braucht. Genau. Und das ist folgende Figur, wie ihr sehen könnt. Genau. Das ist ein Untergrund, so ein Bahnmitarbeiter ist es. Und dieser wird eben vergeistert. Sieht eigentlich ganz cool aus. Er hat kein Wendegesicht. Da er ja so einen super Helm auf hat, da geht das dann natürlich nicht. Und den werde ich jetzt etwas bearbeiten. Also mir gefällt dieser Gleisarbeiter sehr gut. Der erinnert mich sehr an die Bauarbeiter aus den Baustellensets mit dem klassischen Bauarbeiterhelm auf. Ja. Schauen wir uns aber trotzdem noch auch die beiden anderen Minifiguren an. Und zwar haben wir hier wieder, wie könnte es anders sein, bei einem Hidden Side Set Jack und Parker. Hier ist Jack sogar wieder mit diesem Kapuzenpulli unterwegs, den wir schon aus der Serie 1 kennen. Genau. Beim Leuchtturm hatte er eine andere Kopfbedeckung auf. Aber dafür sehen ihre Haare wieder genauso cool aus wie auch beim Leuchtturm. Genau, sie hat dieselben Haare wie beim Leuchtturm. Genau. Beide sind wieder mit dem Smartphone ausgestattet. Und hier gibt es auch wieder, der war beim Leuchtturm nicht dabei, unseren kleinen Geisterhund Spencer, der hier mit dabei ist. Der ist so süß. Und der sieht auch noch genauso aus wie in Welle 1. Also da hat sich nichts getan. Schnell die Kopfbedeckung herunter und wir sehen, dass beide Figuren auch noch ein Wendegesicht haben. Die Kamera dann mal fokussiert, seht ihr das auch. Also wir können einen eher entspannteren und einen eher gespannteren Ausdruck aufsetzen, den beiden Personen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Oberteile gefallen mir sehr gut. Hier zum Beispiel Parker hat so eine Bauchtasche umgehängt, die eigentlich ganz nett aussieht. Auf jeden Fall. Und auch der Kapuzenpulli von Jack ist ganz cool hier mit dem roten Muster. So, du hast jetzt in der Zwischenzeit diesen armen Gleisarbeiter verwandelt. Ja. Was ist ihm denn zugestoßen? Den hat es ganz schön erwischt. Also wenn wir uns das jetzt mal ansehen hier. Genau. Der sieht ganz schön übel aus. Er hat einen neuen Kopf bekommen, wie wir auch schon beim Leuchtturm gesehen haben. Diese durchsichtigen Köpfe, die hinten diese Art Flammen drauf haben. Und dazu hat er dann noch so eine Art, wie kann man das sagen, wie so eine Krause bekommen. Er ist auf jeden Fall von irgendeinem bösen Geist befallen, das ist ganz klar. Und am coolsten überhaupt finde ich diese Hände. Also die werden einfach nur bei den normalen Händen angesteckt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, aber der nimmt die quasi nur in die Hand und dann sieht es aber aus, wie wenn er so riesen Schleimhände hat. Es gibt übrigens auch noch andere Optionen. Also da gibt es mehrere Sachen, die wir ihm eigentlich in die Hand geben könnten. Was ist das, so eine Art Schwert? Ja, das ist ein Zauberstab. Oder ich dachte eher so ein Schleimspritzer. Keine Ahnung. Was ist das hier? Ich habe zuerst geglaubt, eine Spinne, wie ich die Verpackung gesehen habe, aber es ist auch wieder was anderes. Den kann er anscheinend auch in der Hand halten. Und das letzte ist folgendes, nämlich so ein kleines, genau. Das ist auch gut in der Hand. Es sind mehrere dieser kleinen Geister. Ich finde
die coolsten sind trotzdem diese Hände. Die sehen aus wie so Riesenkrallen. So ähnliche hat auch Wolverine zum Teil in seinen Sets an, aber ein wenig kleiner. Da haben sie sich wahrscheinlich davon inspirieren lassen. Die sind echt cool. Also das sind meine absoluten Favoriten. Also dieser arme Kerl. Und hier ist einiges an Material dabei, dass wir diesen Ort und auch diesen armen Gleisarbeiter hier ganz schön zurichten können. Ja. Schauen wir uns mal an, was also hier in diesem Set passiert. Als allererstes, Jack und Parker kommen diesmal mit Fahrbahnuntersätzen an den Ort des Geschehens. Und zwar ist hier so ein neuartiges Mountainbike dabei, wie es, glaube ich, auch bei der Minifiguren-Serie 19 in derselben Farbe vorkommt. Oder täusche ich mich da? Das glaube ich auch. Ja? Und auch bei diesem Camping-Set, glaube ich, war auch so ein War da auch in Blau dieses Fahrrad dabei? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber kann sehr leicht sein. Ich glaube, das andere war in Grün bei der Minifigur. Oder Grün, auf jeden Fall ist es dasselbe Mold, also dieselbe Form. Und Parker kommt auf ihrem Skateboard. Das ist extrem cool, das musst du herzeigen. Und zwar ist es ein violettes Skateboard mit einem Aufkleber. Genau. Und das passt ganz gut zu ihr, finde ich. Also da sind so Geister drauf und eine Katze und ein Geist. Boo to Ghosts, finde ich ganz süß. Also das passt doch wie die Faust aufs Auge. Genau. In dem Fall zu unserer guten Parker. Ja. Das Set als solches ist nicht unbedingt gigantisch vom Format her, aber es hat ein paar nette Details, die wir euch jetzt gerne mal zeigen wollen. Wir haben hier auf dieser Seite, wie es viele Hidden Side Sets haben, dieses Drehrad, mit dem man die Levels wählen kann. Und hier haben wir dann die einzelnen U-Bahn-Schächte, wo dann die Züge verkehren. Also man muss sich das natürlich anschauen. Viele Leute im Internet, habe ich gelesen, haben gesagt, dass sie das Set nicht besonders gut finden, da das alles so offen ist und was soll das für eine U-Bahn-Station sein? Da ist ja gar kein Bahnsteig und gar kein Tunnel. Aber natürlich, das muss man sich einfach dazu vorstellen, das ist ja ganz klar. Aber das Problem haben wir doch eigentlich immer. Speziell bei den Bahnstationen, das ja doch sehr einfach gestaltet sind. Ja, speziell in der letzten Zeit muss man sagen, sind wir schon gewohnt, dass viele Sets nur entweder die Fassade haben, auf der Hinterseite offen sind und so weiter. Also das ist hier auch der Fall. Wir haben hier 3 Tunnels. In einem ist diese U-Bahn-Garnitur drin, zu der wir gleich kommen. Was ich ganz nett finde, sind hier diese Gleise, die hier einfach mit so Fliesen gebaut sind. Und die U-Bahn hat hier sogar auch Räder, die zeigen wir euch gleich, wenn wir sie herauslassen. Und hier auf der anderen Seite, wenn ihr hier durchseht, hier ist eine Zeitung und hier auch so ein kleiner Aufgang. Also hier sind ein paar ganz nette Details. Hier irgendwo habe ich auch gesehen, ist auch so ein, der ist auf dieser Seite hier, das ist die Central Station. Das ist ein kleiner Aufkleber hier. Und der innen? Genau, und wenn wir kurz auf die Hinterseite schwenken, hier noch mit antiker Uhr. Hinten, ja, gefällt mir das Set eigentlich ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, wobei es mich irgendwie erinnert hat, da gibt es doch noch so eine Art U-Bahn-Eingang, der auch in diesem Blau-Schwarz gehalten ist. Den haben wir nicht, aber vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht passt das dann irgendwie zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Ich glaube, das ist dieses Hidden Side Portal, wo man durch so einen schwarzen Baum hineingeht. Der hat nämlich auch diese hellblauen Blätter. Das hat mich sehr daran erinnert. Die gefallen mir eigentlich ganz gut. Also hier hinten ist eigentlich alles offen, sogar dieser U-Bahn-Waggon ist nicht zu. Ja. Und ein nettes Detail hier am Rande, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier ist von diesem Gleisarbeiter, ich denke, es ist ein kleines Büro, hier ist ein Schraubenzieher, mit dem er reparieren kann. Und dann ist hier auch ein Serviceblatt, wo drauf steht, wann er das letzte Mal einen Service bei den Gleisen gemacht hat. Das dürfte schon etwas länger her sein, denn mit dieser U-Bahn-Station stimmt was nicht. Und zwar genau genommen, es spukt in ihr, sagen wir so. Das hätten wir nicht vorausgesehen, wenn es um Hidden Side geht. Genau, ihr wisst ja vielleicht schon, was wir von diesen Hidden Side Sets im Allgemeinen halten. Es wird auch dieses Hidden Side Set ganz einen netten Platz in unserer Stadt bekommen. Wahrscheinlich auch irgendwo im Vergnügungsparkteil, in diesem Halloween-Gruselparkteil. Da wird es auch sicher einen netten Platz finden. Von dieser Gruselgeschichte hier, da halte ich persönlich ein bisschen weniger davon. Ja, gut.
Ich auch nicht so viel, aber ich finde es trotzdem nett, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, genau. Und nichtsdestotrotz hat dieses Set hier, obwohl es so klein ist, meiner Meinung nach den besten Gruselfaktor, den ich bis jetzt gesehen habe. Also es ist eigentlich nur ein kleines Feature, mit dem man hier diese U-Bahn-Station vergeistern kann, aber die ist dafür umso cooler. Ja. Und zwar, ich habe das Set gestern mit dir gemeinsam zusammengebaut. Ja. Machen wir es so, ich halte es ein bisschen näher in die Kamera und du drehst am Mechanismus und zeigst unseren lieben Zuschauern, was passiert. Also wir müssen uns vorstellen, dass hier der U-Bahn-Station, dass dieser Waggon hineinfährt und auf einmal öffnet sich dieser Waggon. Der Waggon fährt nach vorne, öffnet sich und es ist ein Monster, der U-Bahn-Waggon. Wer hat sich das gedacht? Niemand. Damit hätte niemand rechnen. Hier seht ihr jetzt auch die Räder des U-Bahn-Waggons, also der ist eigentlich relativ kurz und klein. Aber ich finde extrem cool, also wie der Waggon an sich aussieht und ich finde auch die vergeisterte Version finde ich echt cool. Sieht nett aus, oder? Deswegen habe ich ja gesagt. Ja. Und die ganze Geschichte ist halt, der Typ passt jetzt hier natürlich mit seinen großen Patscharmen nicht hinein. Aber ich bin mir gespannt. Unterhalt du mal ein wenig unsere Zuschauer, während ich hier versuche, das so hinzubekommen, in Windeseile, wie wir das am besten herzeigen können. Perfekt. Geht doch. Okay, er steht noch. Super unterhalten. Also hier ist auch Platz für diesen Bahnarbeiter. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Leute stehen am Bahnsteig. Wenn man auf der Hinterseite hineinsieht, sieht man den guten Typen schon. Man sieht ihn auch so. Übrigens, diese tolle Zugtür haben sie eingebaut, wenigstens etwas. Und so sieht das natürlich noch um einen Tick gruseliger aus. Ist dann das Monster den Bahnarbeiter? Das sieht fast so aus, ja. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, wir brauchen Parker und Jack, die da nach dem Rechten sehen müssen. Entgeistern. Genau, also im Großen und Ganzen sind hier auch sehr viele coole Farben verwendet. Ich glaube, hier dieses Braun, das ist dieses neue Nougat. Das Nougat, ich glaube auch, ja. Viel dunkelgrün, viel dunkelbeige, also von den Farben her und auch von den Teilen wirklich ganz cool gemacht. Auf jeden Fall. Wir zeigen euch jetzt noch kurz die Funktionalität der App. Damit wir das auch wieder wissen, wie das funktioniert. Ganz genau. Also, alles in allem finden wir, ich glaube, das kann ich als wir sagen, das Set ganz cool. Ich habe wie immer keine eigene Meinung, das bin ich eh schon gewohnt. Richtig. Aber, also, was ich eigentlich sagen wollte, wir finden das Set eigentlich ganz cool. Es wäre natürlich mega gewesen, wenn dieser Zug oder diese Untergrundbahn auch wirklich ein echter Waggon gewesen wäre. Ein ganzer oder wenigstens ein halber Waggon, das hätte uns ja schon genügt. Der wir als Zugfans. Genau, das sieht nämlich so cool aus. Also das wäre wirklich ein echt cooler Zug. Vielleicht könnte man da auch noch irgendwie selbst was kreieren. Vielleicht bauen wir da auch noch ein bisschen weiter, das kann ja sein. Genau. Müsste man sich von der Konstruktion auf jeden Fall mal ansehen, ob das geht. Auf jeden Fall. Aber an sich finde ich das Set eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Für den Preis war es auch vollkommen okay. Und es gefällt mir einfach von dem Aufbau her. Und dadurch, wir haben doch noch nie eine Untergrundbahn gehabt. Das wollte ich auch noch sagen. Und zwar, es ist nicht die x-te Polizeistation, es ist nicht die 1000. Feuerwehrstation, das ist einfach mal was anderes. Und das ist auch der Grund, warum es mir so gut gefällt. Denn das ist wirklich ein Unikat, möchte man schon fast sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego irgendwann schon mal eine U-Bahn-Station auf den Markt gebracht hat. Und deswegen hat sie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und wird sicher auch einen schönen Platz in unserer Stadt, genauso wie du übrigens einen besonderen Platz in unserer Stadt bekommen.
Was haltet denn ihr von diesem Set oder ganz generell von Lego The Hidden Side, jetzt in Welle 2 erhältlich? Glaubt ihr, dass da noch viele Sets erscheinen werden? Denkt ihr, dass die Serie erfolgreich ist? Man wird sehen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielleicht gönnen wir uns sogar auch von der zweiten Serie Hidden Side noch das ein oder andere Set. Ich hätte noch Lust auf mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die sind echt ganz nett. Ja. Und wir hoffen auch, euch gefällt das Set und das Video. Und ihr schaltet vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir was Nettes für euch haben, wieder ein. Das wäre super. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf euch und auch wir freuen uns auch mega über eure netten Kommentare immer. Das müssen wir auch mal dazu sagen. Ganz genau. Also, wir versuchen alle zu beantworten. Ja. Und wir freuen uns wirklich sehr. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.